Wir suchen gebrauchte Roller. Jeder hat 4.000 € Budget. Ich habe gedacht, ich nutze mal die Zeit und suche nach meinem Traummodell. Ich habe hier den ersten Roller unter 4.000 gefunden. Da kannst du ja gar nichts mit anfangen. Oh. Was denn? Hast du sehen? Wir fahren nach Oberostendorf und wir schauen uns da einen Roller an. Und zwar schauen wir uns eine TX200 an. TX200 ist deswegen ein interessanter Roller, weil es eine Moto-Vespa ist, ein spanischer Roller. Und zwar ein Rahmen inklusive Anbauteile und Lenker einer T5, aber ein PX200 Motor. Schongau, müssen wir Richtung Schongau oder geradeaus? Gab es da nicht mal eine Pflegeserie? Wo müssen wir lang? Links. Nach links? Das Navi sagt hier, kannst du das bitte filmen, wie Jesko fragt, wo es lang geht? Und das Navi sagt hier links, hier in 10 Metern. Ich glaube, da wo der blaue Bus steht, muss es sein. Komm Nico, Scheißwetter. Will ins Trockene rein. Oh, hi, Nico, hi, grüß dich. Ah, Nico. Servus. Hi. Ja, ich habe die Vespa da drüben reingestellt, weil wir hier noch Baustelle haben. Okay. Einmal geradeaus durch, bitte. Okay, schauen wir uns mal den Zustand genauer an. Ich würde erstmal wieder vorne anfangen bei diesen üblichen Verdächtigen. Was ich immer prüfe, ist das Lenkkopflager, ob es da Rastpunkte gibt. Das sieht erstmal relativ gut aus. Dann prüfe ich natürlich auch wieder das Gabelspiel, ob ich da was feststelle. Das ist auch super. Dann das Rad am Rad wackeln ist auch immer gut. Dann merkt man, ob vorne an der Achse was ausgeschlagen ist. Das funktioniert auch. Wo wir gerade dabei sind, checke ich auch gleich mal den Stoßdämpfer vorne. Ja, dämpft, federt, alles einwandfrei und bremst auch. Ne? Okay, wie gut sowas bremst, sieht man natürlich erst, wenn man wirklich fährt, weil dann ein bisschen mehr Last drauf kommt. Nico, wo gucken wir als nächstes? Auf den Tacho. Auf den Tacho. Also und da wolltest du ja erstmal etwas Grundsätzliches zu Tacho bei Vespa Oldies. Ja. Ne? Hier drauf stehen jetzt 25.000. Das wäre jetzt Baujahr 88 aufs Jahr gerechnet wenig. Ja. Ist schon einmal rum, oder? Aber ganz ehrlich, Zweimal. Aber ganz ehrlich, wenn ich einen gebrauchten Roller kaufe, gucke ich niemals auf den Kilometerstand, weil der mich überhaupt nicht interessiert. Ich meine, das gute Stück hier, das ist 36 Jahre alt. Was soll mich denn der Tachostand interessieren? Ganz viel interessanter ist, wie ist das Ding gepflegt? Ist der Motor mal revidiert worden? Wie rostig ist das Ding? Wenn das 5000 Kilometer runter hat und rostig ist, bringt mir diese 5000 Kilometer nichts. Ne? Was hier bei dem Modell wichtig ist, es gab die T5 Lenkkopf, den gab es mit 2 Drehzahlmessern. Ne? Der hatte hier noch in diesem lustigen Mäusekino ein Drehzahlmesser. Einmal gab es den digitalen und den analogen. Der analoge ist sehr gefragt, sehr gesucht. Der hier hat den analogen Drehzahlmesser. Auch bei diesem Tacho ist es leider so, ich habe es in die Annonce mit eingeschrieben, dass der analoge Drehzahlmesser nicht funktioniert. Er funktioniert, er hüpft, aber er funktioniert nicht so, wie er sollte. Ah, okay, gut. Gut. Alles klar. Dann schauen wir uns mal das Blech an. Also das heißt einmal hier der Zustand im Spritzwasserbereich. Der ist natürlich bei einer T5 wesentlich schwerer einzusehen, denn da ist der berühmte T5-Spoiler. Nico, was macht man da als T5-Experte? Wie schaut man sich diesen Bereich am besten an? Drunter schauen. Ich müsste mich jetzt hier auf den... Auf das habe ich jetzt gewartet, ja? Das ist wirklich typisch, Soll ich mal... Komm, Nein, du hast deine frische Hose an. Ja, das macht nichts, aber eine T5 ist es wert. Darf ich mal deine Taschenlampe haben? Das ist aber echt in einem super Zustand. Also das sieht mal schlimmer aus. Okay. Gut, also da ist es schon mal gut. Man kann hier teilweise Lackabplatzer, Rost, in ganz schlimmen Fällen Durchrostung sehen. Das soll natürlich nicht der Fall sein. Der Schuh hier, wo die Bleche zusammentreffen. Ne? Hier ist es halt auch immer wichtig, dass das Material zwischen den Punktschweißungen nicht zu sehr hoch kommt oder man sogar von außen Rost oder Rostlöcher sieht. In dem Fall, wir können es mal ein bisschen wegheben. Also dieser Rost, der Flugrost, der hier da ist im Endeffekt, hier war vorher ein Sturzbügel verbaut mit diesen Fußrasten, was sehr typisch für Spanien ist. Und deswegen sieht man es hier. Ansonsten die Schweißpunkte dementsprechend noch glatt. Okay, das gleiche gucken wir uns natürlich auch noch mal von der anderen Seite an. Ist auch ein ähnliches Bild, würde ich sagen.
Im hinteren Bereich sieht es ganz gut aus. Hier hat man so ein bisschen so Aufwölbung. Walle, meinst du, wir können mal die Fußrasten abnehmen? Die Fußmatten? Den Bugspoiler muss man ein bisschen wegschrauben, dass das sauber funktioniert, dass man da hinkommt. Danke, Walle. Jetzt kann man das so genauer anschauen hier. Also hier vorne sieht man Flugrost. Das ist alles noch durchaus okay. Das kann man relativ leicht wieder machen. Die einzige Stelle, wo ich sehe von außen, dass es sich hier ein bisschen stärker wird. Das zeigt, dass da was dazwischen ist aber ziemlich sicher noch nicht schlimm. Ne? Also ich würde das jetzt problemlos kaufen, würde es mir aber noch mal überlegen, irgendwie auszusprühen. Ich denke, das ist quasi nicht optimal, aber das ist noch in einem durchaus guten Zustand. Man muss es halt nur unter Beobachtung halten. So. Ja, ich kann mal das Ersatzrad kurz runterschrauben, die drei Muttern, weil das ist auch immer eine tricky Stelle, wo ich schaue. Du kennst es, PX, hier blüht es oft auf oder die Schweißpunkte reißen ab. Gerade jetzt hier TX, T5. Genau, also das ist so eine Spezialität. Eine T5, TX oder auch LML haben dieses Stück vom Rahmen aufgesetzt hier. Ne? Darunter ist normaler PX-Rahmen und das ist hier verschweißt. Das heißt natürlich, hier sind wieder Bleche aufeinander und es gibt durchaus Rahmen, wo das hier an der Stelle blüht. Also das sieht hier auf der Seite sehr gut aus. Wenn wir es eh schon abhaben, können wir auch gleich auf der anderen Seite gucken, oder? Ja. Auf der Seite hier hat das Fahrzeug ein bisschen Maniküre von mir bekommen. Ich habe die ganzen Abdeckungen pulvern lassen, also Sandstrahlen und Pulver lassen. Ansonsten, die Zündung ist komplett neu verkabelt, aber jetzt im Blechbereich bezogen hier, auch da eigentlich alles Taco. Was man manchmal sieht, das hat man jetzt nicht so häufig, aber gerade bei älteren Rollern, die länger gelaufen sind, können hinten die Motorlager ausgeschlagen sein. Das kann man teilweise sehen, aber man kann auch hinten am Rad wackeln. Ja. Aber wenn man mal ein Rad wackelt, ne, das ist ein bisschen schwierig. Das machen häufig TÜV-Prüfer gerne und sagen dann, oh Gott, was ist denn da los? Das Rad ist ja lose. Nein, das ist eine Vespa. Das ist so. Denn eine Vespa hat vorne im Motor Gummilager, in denen der Motor gelagert ist. Das heißt, das ist nicht so stabil wie an einem modernen Motorrad. Leider, so ein Rad. Ne? Gut, aber das hier ist für Vespa-Verhältnisse sehr fest. Es regnet, es ist grau, es ist kalt. Ich habe keinen Bock auf eine Probefahrt. Können wir das Ding mal hier drinnen anmachen, um das wenigstens mal zu hören? Und weil hier oben ist, glaube ich, alles sehr luftig. Und, soll kein Problem darstellen. Ja, dann kann ich mir wenigstens mal die Funktion so anschauen. Genau. Bringt eigentlich gleich an. So, 5. Kick war er da. Abblendlicht, Fernlicht geht. Hupe geht. Kurzer Burnout. So, also ich muss sagen, alles super. Gut für den Roller, schlecht als Verhandlungsgrundlage, aber da hat alles schön funktioniert. Jetzt müssen wir natürlich in die Verhandlung gehen. Das heißt, Nico, wir müssen uns noch mal ganz kurz schließen. Ich habe eins gefunden, ja. Eins habe ich gefunden. Oh oh. Der hat TÜV in Deutschland. Ja. So wie er da steht? Auf jeden Fall. Ja. Alter, dein TÜV-Prüfer ist sein Job los. Du siehst es auch, ne? Der braucht einen zweiten Spiegel. Junge, 200. Ab 83 braucht er einen zweiten Spiegel. So was willst du uns verkaufen, oder was? Also jetzt bin ich ein bisschen... Stimmt doch was bin nicht. auch, ich stehe unter Ist das Schock. dieses, weil wir uns duzen, oder was? Also ich lasse eine Kiste laufen, dass ich keine 2 Spiegel brauche. Eine Kiste? Nico? Ich hab's auf Mit Ton. 88, Baujahr 88 brauche ich keine 2 Spiegel. Männer, tut mir leid. Kiste Bier? Kiste Bier. Nico, wir müssen leider noch was aufklären. Wir müssen noch zu Kreuze kriechen, Nico. Ja, tatsächlicherweise haben wir noch Wettschulden offen. Ja. Große Klappe haben wir gehabt und haben ganz, ganz fürchterlich verloren, weil wir haben Unsinn erzählt. Einen zweiten Außenspiegel braucht man gar nicht ab 83, sondern, Nico hat es recherchiert, 1.1.1990, Stichtag. Ab diesem Tag müssen Fahrzeuge über 100 km/h 2 Spiegel haben. Vor 1990 dürfen Fahrzeuge zwar schneller als 100 km/h fahren, reicht aber jedoch ein Außenspiegel links. So steht's in den Statuten. Okay, das bedeutet, wir haben die Seite verloren. Und Valentin kriegt einen Kasten Bier von uns. Was hatten wir? Kasten Oettinger? Oder?
Also Hansapilz. Hansapilz. Schnitz. Was auf den Tisch kommt. Genug entschuldigt, war jetzt genug Schmach für uns. Mich würde interessieren, was die Wasserbasis im Scheinwerfer macht. Was haben wir da? Da ist ein bisschen Wasser im Scheinwerfer. Jetzt ist es getrocknet, aber vorhin war Wasser drin. Wo vorhin? Ja? Jetzt ist es halt schon Hose, wieder. da ist gar kein Wasser. Deswegen steht es auch Jungs, hier drin. schaut her, kein Wasser. Ich berate mich mal mit dem Jesko und dann reden wir mal. Komm, wir gehen mal ins Eck und beraten uns mal. Ich habe keine Ahnung, wie die Kurse für eine spanische TX sind. Ja, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Motoren allein schon ziemlich teuer gehandelt werden. PX 200 Motoren. Also, dann hast du noch diverse andere Anbauteile. Nicht, dass man das Ding jetzt auseinanderschlachtet, aber so, selbst wenn man es jetzt auseinanderreißen würde, da sollte man vielleicht auch erwähnen, dass die Teile halt echt hoch im Kurs Das Ding stehen. ist im guten Zustand. Das ist auch gut geschraubt, das ist auch gefahren. Also das ist von jemandem, der schrauben kann, auch gefahren worden. Und das merkt man auch, wenn man sich draufsetzt und losfährt, auch wenn ich jetzt keine Probefahrt gemacht habe. Tatsächlich, Wir aber müssen, es ist jetzt, echt wir müssen schwer. jetzt seriös und sehr ernst rüberkommen. Okay. Soll ich da mit? Ja, eigentlich dann nicht. Ne? Ich schlag mal 3-3 vor. Das ist nicht viel, aber ich schlag mal vor. Gucken mal, wie er reagiert. Walle, Oh oh. was ist letzter Preis? Letzter Preis? Alle Preis. Ja, keine Ahnung. Jesko hat es angesprochen. TÜV läuft im Juli ab, oder? Haben wir gesagt? Ja, das würdest du neu machen, hast du gesagt. Ja, genau. Also ich würde auf jeden Fall einen neuen TÜV machen. Bei einem vernünftigen TÜV-Prüfer. Wenn jetzt die Karre jemand fährt, müsste ich noch mal nach Landsberg fahren und beim SIP 2 neue Reifen holen, weil die sind auch in die Jahre gekommen. Das würde ich vor dem TÜV auf jeden Fall noch machen. Einfach, dass ich ein gutes Gewissen habe, wenn ich das Fahrzeug übergebe. Und ich würde vorschlagen, wir machen, der Preis steht und es gibt 2 neue Reifen und einen neuen TÜV. Ihr wisst selber, was der TÜV mittlerweile kostet und was die Reifen kostet. Also dann sind wir locker flockig mal hier noch mal 200 € los. Und dann sind wir bei 3,3 in der Richtung, plus TÜV, plus neue Reifen, plus montieren. Das wäre so mein Entgegenkommen. Oder ihr nehmt sie so mit, wie sie ist. Für 3. 3,3. Also Tatsächlich wollte ich auch die 3-3 vorschlagen, wie du schon gesagt hast. Ich würde sagen, dann treffen wir uns in der Mitte, 3-4 und du machst die Reifen und den TÜV. Okay, hört sich nach einem Plan an. Ja, kann man. Alles klar? Ja. Dann würde ich sagen, bei Power aus dem Pott sagen sie immer, wir bringen das jetzt mal, wir schlagen das so vor, weil wir gucken uns ja noch einen anderen Roller an. Ja. Also ich finde das fair, ich finde das ein gutes, dass wir uns auf was Schönes geeinigt haben. Wir gucken uns noch den anderen Roller an und dann melde ich mich bei dir. Klar, macht es. Ja? Ich fahre sie weiter. Also die Kilometer ändern sich dann noch. Sehr gut. Aber Walle, schöner Roller. eure Zeit. Aber Walle, schöner Roller. Vielen Dank, dass du ihn uns gezeigt hast. Und, Dass er da war, auch wenn es vielleicht nicht klappt, ich weiß nicht. genau. Aber das Beste ist ja an dem Besuch, hey, Kasten Bier. Kasten Bier. Wir lösen es gleich auf.